Jo, meine Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier im Fairground Online und diesmal mit dem Fahrgeschäft Crazy Manege. Ich hoffe, das wird Manege ausgesprochen. Auf jeden Fall ist es ein Laufhaus inspiriert zu einem Zirkusthema. Und das erste, was wir natürlich wieder machen, ist Visas Operator. Was können wir da machen? An der Kasse und als Mitarbeiter, und wir gehen auch selbstverständlich einmal komplett durch und schauen uns an, was man hier überhaupt machen kann. Deshalb werden wir einmal durchgehen. Das heißt, zuallererst können wir uns hier einmal durchquetschen. Dann können wir einmal hier hinten einmal rein, ne? Da haben wir ja hier die Kasse und hier unser Operator-Bereich. Ich kann mich hier wieder reinsetzen, habe schon die passende Musik dazu angemacht. Wir sind ja hier in einem Zirkusthema, heißt also, wir haben auch eine eigene Zirkusmusik da. Das allererste, was wir haben wir hier wieder unser wunderschöner LED-Bildschirm, beziehungsweise unser Settings zu den ganzen Sachen. Das heißt, als allererstes haben wir einmal unseren Checkout. Das wäre einmal hier oben, dass die Kasse einmal leuchtet. Ich kann es auch nach und nach einmal wieder zeigen. Das heißt, dann leuchtet das hier so ein bisschen hier oben drüber. Als zweites hätten wir dann einmal das Logo. Das heißt, wenn ich auf das Logo einmal draufklicke, sieht man auch schon hier hinten, da leuchtet das Logo selbst einmal. Beim dritten hätte ich einmal dann die Front. Bedeutet also, alles was vorne an der Front ist, das wird dann einmal zum Leuchten. Ja, da sieht man schon, dass wir hier diese Streifen haben. Das hier, also eigentlich alles, was nicht diese Kasse hier ist oder die Schrift ist. Und dann haben wir nochmal einen vierten Bereich, und zwar einmal Indoor. Wie der Name auch schon sagt, damit können wir einstellen, dass hier im Gebäude alles selbst leuchtet. Und wenn alles am Leuchten ist, wird es dann einmal so aussehen. Also sehr bunt, sehr farblich, natürlich auch je nachdem, was da für LEDs gerade leuchten. Jetzt gerade in weiß ist halt nicht so farblich, aber das wird ja alles abgestimmt. Was wir noch haben, wäre einmal alle Lichter off, damit wir halt unseren Stroboskop machen können. Wir haben auch einmal LED-Stroboskop, dann heißt, dann leuchten alle LED natürlich mit. So, wir haben einmal Automatic Slow, wir können aber auch sagen, dass wir Automatic Fast machen. Und dann leuchten halt die ganzen Sachen, kann ich auch nochmal zeigen. Farblich. Ne, Moment, das sind ja die Bilder, sage ich schon, das sind ja die Lauflichter. Moment, die haben wir Automatic Slow. Worauf ich hinaus wollte, waren die Spotlights nämlich. Wir können einstellen, dass die Spotlights einmal weißen oder halt auch Change Slow. Und das bedeutet also, das wären einmal da, wo ich hinauf wollte, dass hier oben diese hier, die am Leuchten sind, oder halt auf der Rückseite sind auch ein paar. Genau, so wäre es dann halt allgemein am Leuchten. Schalte ich einmal wieder alles aus. Dann haben wir, wie gesagt, Stroboskop haben wir. Wir haben auch eine Nebelmaschine, die hier oben an der Kasse platziert ist und dann den Nebel rausstreut. Und wir haben auch, wie beim Breakdance, eine Bubble-Maschine. Und hier finde ich die Bubble-Maschine auf jeden Fall sehr viel besser, weil, wenn man das einmal anguckt, die verteilt sich das Ganze so schön. Passt auch wirklich sehr gut zu einem Laufhaus dazu. Und wenn dann hier so am Rumfliegen sind, fliegen die auch nach oben hin, sind oben so ein bisschen. Das ist so eine Sache, die mir wirklich sehr gefällt. Und hier oben sieht man nochmal die Bubble-Maschine sowie einmal die Nebelmaschine. Schaltet die einmal aus. Und dann kommen wir einmal zu unserer Operator View Seite. Ne? Da haben wir natürlich wieder unser Mikrofon. Wir können Sachen wieder sagen, erzählen. Wir haben aber auch hier einmal einen Steuerknüppel. Das haben wir beim Maze Labyrinth oder Maze Palace nicht gehabt. Und zwar ist es hier mal so, wir haben einmal verschiedene Optionen, die wir anstellen können. Zum Beispiel die Turntable. Da sind einmal diese Platten hier. Da können wir einmal ausstellen, Floor First Flute ist einmal hier der Bereich. Dann auf dem zweiten, dritten. Und dann, wenn ich anstelle, sieht man schon, fangen die an sich zu drehen. Mal gucken. Hier haben wir auch nochmal welche. Ja, das ist also wirklich der erste Boden, zweiter und der dritte. Dann haben wir einmal nochmal so ein Konveyorbild. Die kann ich auch einmal anmachen. Das wäre einmal dann diese Laufband hier. Dann würde er sich auch drehen. Na, ansonsten wäre er, einmal nochmal zeige, ganz normal auf aus. Hier muss er sich einmal kurz auspendeln. Ne, da sieht man schon einen Unterschied. Dann haben wir noch eine Vibrationsplatte, das wäre einmal diese hier zum Beispiel, die würde dann hin und her wackeln, was sie sonst davor nicht gemacht hat. Und dann haben wir nochmal unseren Rotary Tunnel, also unseren Rotationstunnel, das ist einmal, sieht man nicht. Dafür muss ich einmal auf die andere Seite gehen. Das wäre einmal dieser hier, der ist dann sich am Drehen. Würde ich einmal sagen, laufen wir aber das Ganze durch, wenn es einmal dunkel ist und kein Licht ist, wie das einmal aussieht. Ne? Das heißt, was mir wirklich sehr gefällt, ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel die Platte drauf steige, ich drehe mich dann mit der Platte mit hier. Und ja, wäre ich ein bisschen fitter, würde ich sagen, ist mir das egal. Jetzt heutzutage würde man sagen, ich könnte mich dabei fast einbrechen. Weil das doch sehr schwindelig ist. Hier haben wir nochmal ein großes, warum machen wir mit dabei? Brauchen wir nicht unbedingt, dann können wir einmal hier, zack, einmal mit hochfahren. Hier können wir einmal rüberlaufen, dann drehe ich mich nicht ansonsten. Wobei, so passiert auch nichts, deshalb müssen wir einmal so. Ne, die sind komplett für Deko-Zwecke da, alles klar. Dann haben wir einmal hier so ein, jetzt halte ich zum Beispiel gar nichts mehr an der Taste. Das sollen diese Rollen nachstellen. Das heißt, man nimmt einmal Anschwung und dann zack, dann
Gehen wir mit der Beschleunigung da auch komplett einmal durch. Dann haben wir hier den nächsten Kreisel. Ja, wenn ich einmal hier voll durchkomme. Ja, komm. Ja, ist mir schwindelig jetzt da durch. Dann haben wir unsere Vibrationsplatte. Das heißt, wenn ich mich da einmal draufstelle, das hat er vorher nicht gemacht, genau. So wollte ich jetzt auch haben. Na komm, warum ist er denn so auf einmal... Bewegen wir uns gerade mit, ne? Nein, so bleiben wir einmal stehen und sehen wir schon, wir bewegen uns mit der Platte mit, können auch wieder drüber laufen. Und das ist so die erste Etage. Dann können wir einmal hoch zur zweiten Etage. Da haben wir einmal diese, sagen wir mal, Bälle, die man hin und her boxen kann, wo sich die Jugendlichen und so weiter meistens gegenseitig mal eine reinhauen. Dann haben wir hier nochmal ein Band, womit wir hier rüber können. Haben wir nochmal eine wunderschöne Aufsicht auf das ganze Festplatz. Dann haben wir nochmal einen zweiten. Dann können wir entweder sagen, wir gehen hier nochmal über die Schnelligkeit-Dings durch. Und dann nochmal zurück. Das wäre möglich und kein Problem. Und dann haben wir hier nochmal einmal ins dritte Stockwerk hoch. Ja, wobei Erdgeschoss, erste, zweite Stockwerk kann man auch sagen. Da hat man auch nochmal eine wunderschöne Sicht aufs ganze Festplatz, wie es aussieht. Kann dann hier nochmal durchgehen, aber hier nochmal eine zweite Ebene. Und dann halt natürlich auch nochmal die Rollen. Und dann kommen wir auch schon ganz nach oben hin. Hier sind wir dann ganz oben. Ist aber rein theoretisch etwas gefährlich. So, man könnte hier rein theoretisch runterfallen. Also klar, hier im Spiel kann ich jetzt nicht springen, aber im echten Leben wäre es sehr gefährlich. Wir haben zwei Optionen. Entweder wir gehen einmal hier runter. Das würde ich aber dann machen, wenn alles leuchtet und Licht an ist, weil mich das interessiert, wie das hier aussehen würde. Jetzt so bei Tag gehen wir einmal hier die Rutsche. Und das wird aussehen, wenn wir da runterrutschen würden. Man guckt dann hin und her und rutscht einfach runter. Und da sind wir auch schon angekommen. So, hier würde man auch runterkommen einmal. Und dann haben wir hier unseren Kreisel. Leider passiert nichts. Also ich gehe noch nicht mal irgendwie mit in eine Richtung. Es passiert einfach gar nichts. Ich kann sogar einfach so rausgucken. Finde ich ein bisschen traurig, dass alles andere so animiert ist und ich hier mir nicht immer überschlagen kann. Aber ja, das war das ganze Laufgeschäft an der Stelle. Dann können wir hier so einmal wieder raus. Und das ist so, was wir zur Verfügung haben. Das heißt, als allernächstes will ich mal sagen, gucken wir mal, dass wir einmal hier die Leute reinlassen. Einmal hier alles aufmachen, die Mitarbeiter einstellen und auch das Ganze ein bisschen dunkler machen. Damit wir nämlich Licht und so weiter alles anschalten können. Das machen wir, nee, das hier will ich anhaben. So, weil dann sieht man das Ganze auch nochmal per Nacht. Das können wir auch einmal anschalten, damit wir hier drinnen Licht haben. Wie sieht denn jetzt einmal bei Nacht aus? Würde einmal so aussehen. Dann warten wir einmal eben, dass Leute ankommen, damit wir einmal kassieren können. 5 Euro muss ich mir merken. Und dann übernehmen wir auch einmal den Fahrtchip wieder, um zu gucken, wie sich das anfühlt eigentlich. Und ansonsten haben wir so an sich als Rekommandeur keine Aufgabe, außer vielleicht dann hier rumzusitzen und dann mal zu sagen, die Fahrtchips hier unten an der Kasse einlösen und dann hopp hopp einsteigen mit dabei sein. Genießt den Zirkusbereich hier. Ja, das wäre halt die einzige Option, was ich hier so noch machen kann. Aber ansonsten kann ich hier nichts machen, außer rekommandieren. Und gucken, Überblick behalten, so ein bisschen, wobei nach oben weiß ich ja sowieso auch nicht, was da passiert. Vielleicht mal ein bisschen Stroboskop anmachen hier, einmal komplett in Farbe und natürlich halt auch mal die Ballmaschine anschmeißen. Ja, das wäre es so als Rekommandeur. Da haben wir auch schon die ersten Freiwillige. Ich muss sagen, wir haben aber sehr wenig Chips diesbezüglich. Aber der Vorteil ist auf jeden Fall, das ist sehr einfach hier zu handeln mit 5 Euro pro Dings. Und ja, das machen wir so an der Kasse, haben hier auch so einen kleinen Blick drauf, was hier so passiert, sage ich mal an der Stelle. Das hat uns gegeben 195, gibt es dann einmal zurück. Einmal 5, ja. Das wird auf jeden Fall so an der Kasse aussehen. Dann melde ich mich von der Kasse einmal wieder ab. Und melde mich einmal dann hier als Runner an, um zu zeigen, was wir dann so machen können als Runner. Das heißt, an sich würden wir hier stehen und die Chips natürlich einsammeln. So, und hallo, viel Spaß mit euch. Wobei ich das ein bisschen komisch finde, dass die da einfach so durch können. Finde ich schon ein bisschen unfair. Die laufen einfach ganz normal durch. Bei denen hilft das. Da muss ich mir da einfach folgen. So, dann haben wir unsere Arbeit getan. Den werfe ich da einmal nochmal rein. Dann melde ich mich davon einmal ab. Und dann laufen wir mal einer Figur hier mal im Dunkeln hinterher. Und wir nehmen natürlich jetzt die Treppe auch. So, lief. Das habe ich gemacht. Und dann vergucken wir mal, weil das ist schon ein bisschen unfair. Die laufen da einfach nur. Gehen wir vorbei dort. Und ich drehe mich hier wie ein Bekloppter hin und her. So, gucken wir mal. Aber man sieht schon, die stehen auch nicht, die laufen ganz normal durch. Währenddessen, haha, da bin ich schneller. Gut, da passiert ja bei mir auch nichts an der Stelle. Mal gucken, kann ich auch die Leute eigentlich umschubsen? Da sieht man schon, bin ich auf jeden Fall flinker unterwegs. Beziehungsweise so smoother. Hallo?
Hallo, ich will runter hier. Danke. Bei der Vibrationsfläche passiert selbstverständlich auch nichts. So, dann gehen wir mal hoch zu diesen Boxdingern. Und die laufen da durch, bewegen keinen Millimeter. Kann ich die eigentlich wegschubsen? Nein, da passiert überhaupt nichts. Und auch hier drüber passiert nichts. Die laufen da einfach nur ganz normal drüber, als ob nichts wäre. Okay. Oh, da hat sich einer irgendwie nach unten gebackt. Warum auch immer. So, dann mal schauen, was hier aussieht mit der Rutsche. Da setzen die sich ganz normal rein. Wir gehen aber hier die Treppe runter, weil ich ja gerne wissen wollte, wie das aussieht. Das heißt, die zwei beleuchten hier sowieso alles. Und was beleuchtet hier? Immer noch das da oben. Okay. Dann laufen wir einmal drum herum und dann sind wir auch schon hier. Jetzt gucken wir, da müsste ja eigentlich mal einer runterkommen. Mal schauen, wie das eigentlich aussieht, wenn die da runterrutschen. Check. Und da ist er schon da. Verfolgen wir mal hier ein bisschen, aber mehr passiert an der Stelle auch nichts. Und dann sind wir auch schon durch. So wird auf jeden Fall dieses Fahrgeschäft aussehen. Dieses Laufgeschäft vor allem, ne? Finde ich mal eine Abwechslung gegenüber zu den Standardsachen, weil ich habe bisher, glaube ich, noch gar nicht ein Simulationsspiel gesehen, wo halt ein Laufgeschäft mit eingebaut ist. Finde ich eine nette Idee. Umsetzung mit den NPCs ist ein bisschen so eine andere Sache, aber was soll's. Und da würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, da gehst du vielleicht einmal dran, spielst das und so weiter und ist fertig, gehst nicht vielleicht so oft dran wie bei den anderen Karussells. Ne, weil es gibt halt hier nicht so viel Abwechslung, da bist du aber nur sitzen nur rum, machst nichts außer aufpassen. Na gut, aber an der Stelle würde ich mal sagen, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, dann lasst mal einen Daumen nach oben da, mit ja da und dann noch unten. Aber bitte kommt in die Kommentare, wieso, weshalb, warum. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge, Leute. Haut rein.